Hallo liebe Hausbauhelden! Heute nehme ich euch mit auf eine Sanierung in Eigenleistung, die ans Herz geht. Bauherrin Anne zeigt uns das Familienerbe ihres Mannes, Opas Haus, das die beiden selbst neu modernisiert haben. Vom selbstgeplanten Anbau bis hin zur Aufstockung in Holzständer Bauweise haben die beiden auf nachhaltige Materialien und auf Energieeffizienz gesetzt und damit dieses Erbstück zu ihrem ganz individuellen Traumhaus gemacht. Ich kann schon mal verraten, diese Sanierung hier, die sieht von innen eher aus wie ein Neubau. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt unbedingt dran, denn wir gehen jetzt rein. Hi, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hi, kommt rein. Gerne. Tja, liebe Anne, ihr habt euch beworben aus Hausbauhelden-Casting mit eurem wunderschönen Haus hier. Und was ich schon sehen konnte, also das war auf jeden Fall super, dass ihr euch beworben habt. Wir sind ganz froh, dass wir hier sein dürfen. Ja, schön. Und euer Haus ist nochmal was Besonderes, denn ihr habt es nämlich geerbt und ihr habt hier ein Do-it-yourself-Projekt draus gemacht. Genau, also wir haben das Haus geerbt und wollten eigentlich ursprünglich nur eine neue Treppe reinmachen und vielleicht das Bad größer. Naja, und dann sind wir zum Architekten gegangen und haben uns so ein bisschen beraten lassen und ja, letztendlich haben wir eigentlich hier fast einen Neubau stehen. Also wir haben einen kompletten Anbau dran gesetzt, Garage, Carport, wir haben die oberste Decke angehoben, einen neuen Dachstuhl. Also ihr seid ja, glaube ich, jetzt von Natur aus keine, sagt ihr, vom Fach, vom Baufach. Nee. Ja, wir hatten uns tatsächlich einen Architekten zu Rat gezogen, um einfach mit ihm nochmal zu sprechen, was ist alles möglich. Also klar, wir hätten jetzt vielleicht mal die Fenster ausgetauscht oder hätten eine neue Treppe reingemacht, aber letztendlich haben wir ja tatsächlich auch die Größen der Fenster verändert und das kam tatsächlich viel vom Architekten. Also wir haben viel vorgegeben, wir haben bei Pinterest uns viel angeschaut, haben uns Inspiration auch viel im Internet geholt, bei YouTube, auch bei euch und genau, und daraus ist dann eigentlich unser Haus entstanden. 2015 haben wir das Haus überschrieben bekommen, oder mein Mann besser gesagt. Da haben wir dann auch hier schon eine Wohnung gehabt und 2019 haben wir uns dann überlegt, nachdem der Opa verstorben ist, dass wir hier umbauen. Genau, und Planung und alles Mögliche hat dann noch mal ein Jahr in Anspruch genommen. 2020 sind wir hier ausgezogen, um einmal komplett alles auf den Kopf zu stellen, und 2023 sind wir hier wieder eingezogen. Genau, also das alte Haus geht bis hierhin. Das hier ist quasi alles Altbestand und hier oben, das ist Neues. Die Garage unten ein bisschen höher sitzt, entstanden hier diese paar Stufen und quasi ja das Wohnzimmer ein bisschen auf einer höheren Ebene. Und die Räume sind so geblieben, von der Größe her. Klar, wir haben so ein, zwei Wände rausgenommen, aber ansonsten sind die Räume von der Größe her schon so geblieben. Ja, also wie das da hinten ums Eck alles aussieht, das gucken wir uns nämlich gleich mal an. Du hast gerade gesagt, eine Wand, die rausgenommen worden ist, Wände, die ist hier zum Beispiel, da war was. Und da direkt, ja, auch mit Blick auf eure tolle Küche. Jetzt sehen wir mal dahin, würde ich sagen, und starten da mal mit unserer Tour. Ja, genau. Wenn ihr auf der Suche nach neuen Fenstern, Türen oder Sonnenschutz seid, dann kleiner Tipp, schaut mal bei www.fensterblick.de rein. Dort könnt ihr mit dem Online-Konfigurator eure Wunschprodukte ganz einfach selbst gestalten. Maße eingeben, Farbe und Verglasung auswählen und direkt den Preis sehen. Ob Kunststoff, Holz, Aluminium oder moderne Holz-Alu-Kombinationen. Bei fensterblick.de findet ihr modernste Technik, eine große Auswahl und auch eine Beratung, die euch wirklich weiterhilft. Kein Wunder also, dass der Shop als Trendshop 2025 und Top-Online-Shop 2025 ausgezeichnet wurde. Und das Beste, mit dem Gutscheincode BAUHELDEN28 bekommt ihr 28% Rabatt. Also am besten gleich mal reinklicken bei fensterblick.de und alle wichtigen Links findet ihr wie immer auch in unserer Videobeschreibung. Unser Herzstück, unsere Küche.
Also hier war auch quasi ein Extraraum. Wir haben die Wand hier rausgemacht, um einen großen Essbereich zu haben und haben dann uns hier unsere Traumküche geplant. Mit welchen Vorgaben für euch selber seid ihr da an die Sache rangegangen? Also Vorgaben, wir wollten auf alle Fälle eine dunkle Küche haben, das war uns eigentlich schon immer klar. Steinplatte ja, Marmor ist es dann, also es ist tatsächlich keine richtige Marmorplatte, es ist eine Decktonplatte. Die ist sehr pflegeleicht, da haben wir uns dann dort beim Küchenausstatter dafür entschieden. Und ansonsten die Planung haben wir eigentlich schon soweit selber gemacht. Wir wollten eine große Kücheninsel, das war uns wichtig, dass wir uns auch dran setzen können. Ja. Und einen freistehenden Kühlschrank, beziehungsweise ist er integriert, aber schon einen großen Seit-bei-Seit-Kühlschrank. Ja, ja. Genau, das waren eigentlich so unsere Vorgaben, aber genau. Wichtig war uns auch das Deckenhohe. Also das fanden wir auch ganz schön, dass wir oben jetzt nicht noch irgendwie einen Staubfänger hatten, sondern haben es halt wirklich bis oben hin durchgezogen. Ja. Und jetzt ist die Wand natürlich auch nochmal, das sticht natürlich auch nochmal raus, dass die jetzt auch in diesem gleichen Ton ist. Ne? Ja. War das jetzt auch eine Inspiration aus dem Internet oder wie kam es dazu? Ja, tatsächlich haben wir das im Internet gesehen und haben uns gedacht, ja, warum nicht? Ne? Also eine schwarze Wand oder anthrazitfarbene macht sich bestimmt gut. Anfangs wurde man ein bisschen belächelt, weil Anfang war nur die Wand grau und die Küche war noch nicht drin. Aber mittlerweile sagen viele, das passt wirklich gut. Also das rundet das Ganze irgendwie dann auch nochmal ab. Es wird ja auch wieder aufgebrochen durch die Arbeitsfläche. Genau. Ich denke, wenn die jetzt auch noch dunkler wäre, dann wäre es irgendwann drückend. Aber so ist es schön hell. Ihr habt natürlich auch die helle Decke dazu. Ja. Wieder mit den Akzenten, mit den schwarzen Spots und den schönen Hängeleuchten hier noch. Ja. Also ich finde das doch alles in allem sehr stimmig. Ja. Und dann hier, genau, Boden, der muss ja auch pflegeleicht sein, optimalerweise in der Küche. Deswegen gehe ich davon aus, dass kein echtes Holz ist. Nee, wir haben uns tatsächlich gegen echtes Holz entschieden, aus mehreren Gründen. Ein Grund, wir haben einen Hund, Kratzer, und dann auch mit dem Kleinen, der fährt mit seinen Autos hier rüber und so. Ja, natürlich ist das möglich, aber wir wollten dann gerne ein Vinyl haben und haben uns dann für ein Klick-Vinyl entschieden. Das haben wir wirklich im ganzen Haus durchgezogen. Ja. Das helle Holz, wenn wir mal gerade ein Stück weiter gehen in euren Essbereich, das findet sich ja hier auch wieder im Tisch. Ja. Und natürlich absoluter Hingucker, eure Sitzbank, großes Fenster mit Sitzbank. War das ein Herzenswunsch von euch? Ja. War das vorher schon so oder habt ihr das hier eingebracht? Nee, das war tatsächlich nicht so. Also wir haben das irgendwann mal gesehen, so ein Sitzfenster, und fanden das wirklich toll. Und haben halt überlegt, okay, wie machen wir das? Ja, wir mussten tatsächlich, dadurch, dass halt der Altbau drunter ist, Stahlträger einziehen und auch erst mal gucken, ob das von der Planung alles möglich ist mit so einem großen Fenster. Ja, und dann war uns eigentlich schnell klar, okay, wir machen das mit dem Sitzfenster, weil wir hier auch nicht die räumliche Möglichkeit für einen großen Esstisch mit Stühlen und großen Fenster hatten, haben wir gedacht, okay, als Sitzbank perfekt. Also. Und hier stehen wir ja noch auf eurem alten Haus, also auf dem Haus, was vorher da war. Und wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen und ein paar Stufen hochgehen, dann sind wir da, was neu ist. Ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt als nächstes an. Ja, machen wir. Geh bitte vor. Also, das ist unser Anbau quasi, unser Neubau. Anbau klingt so, wird der Sache gar nicht gerecht. Nein, ne? Nein. Also die Größe hat sich tatsächlich ergeben durch die Garage und das Carport unten drunter. Ja. Ja, genau. Und daraus hat sich dann die Größe von unserem großen Wohnzimmer ergeben. Also wir wollten es auch gern offen lassen, weil für einen Raum oben wäre es jetzt dann doch zu klein gewesen, beziehungsweise haben wir oben einen großen Dachboden. Und dann haben wir gedacht, ein großes Wohnzimmer ist natürlich ein Traum. Ja, absolut. Dann lass uns mal zum Wohnzimmer ein bisschen hingehen. Genau. Ja, also das ist wirklich, vor allem, man hat keine Ahnung, wenn man vorne bei euch reinkommt, das sehen jetzt die Hausbauhelden, die Community nicht so, aber wenn man reinkommt, man ahnt gar nicht, dass es hier noch so lang weitergeht. Ja, genau, ja. Unser eigentliches Haus, klar, war ja Stein auf Stein, haben wir teilweise abgerissen. Also wir haben es eigentlich bis auf die Grundmauern abgerissen, Dach komplett runter. Und dann mussten wir einen Anbau dran machen, haben uns dafür Holzständerbauweise entschieden. Genau, und dann wurde direkt von demselben Hersteller quasi das Haus aufgestellt, die Garage und auch den Dachstuhl gemacht. Also es war innerhalb von
3-4 Tagen stand dann unser fertiges Haus. Also das war eigentlich echt das war echt schön. Ja, wie viel Quadratmeter hatte das ursprüngliche Haus und wie viel habt ihr jetzt? Also ursprünglich hatten wir 120 Quadratmeter und jetzt nach Umbau haben wir 190 Quadratmeter. Wahnsinn, da ist ja auch richtig was dazugekommen. Ja. Eine kleine Wohnung eigentlich nochmal dazu, ne? Ja, genau. Es waren ja früher 2 Wohnungen, eine unten, eine oben, aber halt relativ klein und jetzt ist groß. Ja. So, Wohnung, ja. Wo wir gleich gucken, ist hier oben dann habt ihr das Dach auch nochmal ausgebaut und schön gemacht mit Galerie. Ja. Aber da gucken wir später hin. Jetzt würde ich sagen, lasst uns einmal auf euren Balkon, auch hier wird das Wort Balkon der Sache überhaupt nicht gerecht. Ihr werdet es gleich sehen, wenn wir rausgucken. Alles Bitte klar. schön. Ihr sucht nach einer Premium-Sonnenschutzlösung für eure Terrasse oder eine smarte Außenjalousie für große Fenster? Mit den stilvollen und langlebigen Sonnenschutzlösungen von Varema trifft man immer eine gute Entscheidung. Die Produkte werden nach hohen Qualitätsansprüchen ausschließlich in Deutschland und Europa entwickelt sowie produziert und haben somit keine Weltreise hinter sich, wenn sie bei euch ankommen. Sie werden ganz individuell nach Kundenwunsch angefertigt und lassen sich so in jede Architektur integrieren. Auf der Website gibt es einen praktischen Online-Konfigurator, wo ihr eure Maße eingeben könnt, um eine erste Preisinformation zu erhalten. Und die passenden Links dazu findet ihr wie immer auch in der Videobeschreibung. Ja. Es ist halt eigentlich ein Garten. Lass uns mal ein bisschen weiter noch vielleicht drüber gehen. Es ist also von der Größe wirklich wie ein Garten, nur dass man keine Gartenarbeit hat damit. Ja. Erzähl uns ein bisschen was. Ja, also wir haben tatsächlich kein großes Grundstück hier und dadurch konnten wir auch keinen Garten integrieren und dadurch haben wir uns überlegt, okay, dann nehmen wir eine große Dachterrasse. Ja, die Vorstellung war eigentlich schon immer schön, eine Dachterrasse zu haben. Also Dachterrasse ist es ja eigentlich, weil es ist ja unten drunter eine Garage. Ist das Dach von der Garage, genau. Hier habt ihr auch noch eine schöne Lösung für das Geländer, sage ich jetzt mal, das sich nämlich im Haus auch ein paar Mal wiederfindet. Ja, was ist das? Schwarz angehauchtes Plexiglas oder was ist das für ein Material? Nee, das ist tatsächlich richtiges Glas. Das sind 2 verschiedene Gläser. Ein Klarglas quasi und ein anthrazitfarbenes und dadurch ist dann diese anthrazitfarbene Farbe entstanden. Jetzt nur Anthrazit wäre zu dunkel gewesen oder uns zu dunkel, deswegen haben wir uns dafür entschieden und das haben wir eigentlich im ganzen Haus verbaut. Das ist derselbe Farbton spiegelt sich bei uns relativ oft wieder, ja. Ja, das ist etwas, was bei euch sich auch stringent durchzieht. Also ihr habt da wirklich sehr auf Materialien und auch den Farbton immer geachtet. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz rein und das können wir uns noch mal angucken, was ihr so ein paar Details noch reingebaut habt. Ja. Die dürfen wir nämlich auf keinen Fall vergessen. Also uns war die Wand relativ nackig. Wir haben erst überlegt, machen wir noch ein Fenster rein oder ja. Das hat uns aber von außen ein bisschen gestört, weil das Bild so ein bisschen dann nicht gepasst hätte mit dem Fenster. Und ein Regal oder einen Schrank hinstellen fanden wir jetzt auch nicht so optimal. Und das haben wir tatsächlich im Internet wir haben es bei Instagram gesehen. Und haben gedacht, okay, so ein Einbauregal würde uns ganz gut gefallen. Und wir haben tatsächlich das komplette Regal, oder mein Mann, nicht wir, mein Mann hat das tatsächlich komplett aus Restern gebaut, die wir halt hier vom Bauen übrig hatten. Ja. Genial. Ja. Sogar noch gut verwertete Reste dann, weniger Müll. Die Fußleiste, die ist ja auch nicht 0815. Ja, genau. Also wir haben uns eigentlich im obersten Teil des Hauses haben wir uns für dunkle Fußleisten entschieden, ja. Also wir wollten erst klar standardweise Fußleisten, aber fanden das eigentlich recht schön, weil das Anthrazit spiegelt sich in den Fenstern, Küche, in den Schränken überall wieder und haben wir gedacht, nee, das passt ganz gut. Und haben uns dann eigentlich komplett dafür entschieden, auch schwarze Leisten, um die Treppe abzurunden. Ja. Oder überall, wo halt der Boden aufhört, haben wir wirklich uns für dann Anthrazit bzw. Schwarz entschieden. Ja, das finde ich sehr schön. Ich finde, das wertet jetzt auch noch mal auf. Ja. Und ihr habt hier noch ein schwarzes Highlight. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz hin. Da werdet ihr bestimmt oft gefragt, was es damit auf sich hat. Ja, tatsächlich. Kleine Rutsche bei euch hier. Erzähl mal. Ja, als wir eingezogen sind, war unser Kleiner noch relativ klein und ja, natürlich kann ich nicht am Tag 100 Mal die Treppe hoch und runter laufen, weil er runter kann ich schon, aber
Keiner Zeit dafür. Ja, genau. Und da haben wir uns gedacht, eine Rutsche wäre doch eigentlich ganz cool. Und dann ja, hat mein Mann die Rutsche gebaut, also diese abnehmbar, also falls wir sie nicht mehr wollen, machen wir es einfach weg. Und haben die hier integriert und die wird auch wirklich oft genutzt. Also nicht nur von unserem, sondern auch wenn Besuch da ist. Da rutscht jung und alt. Dann lass uns doch mal ein paar Schritte weiter runtergehen. Ich habe nämlich da an der Wand noch gesehen, da ist ja so ein Tablet. Ja. Hängt ja so ein Tablet. Ich nehme mal an, dass da so ein bisschen Haustechnik dahinter steckt. Genau, also da haben wir verschiedene Gadgets drauf. Also wir können Rollo runter machen, wir können die Wärmepumpe oder die Heizung einstellen. Also wir haben das Haus komplett einmal gedämmt, dadurch auch den Altbestand. Der Neubestand ist ja meistens schon oder muss ja eh gemacht werden, aber den Altbestand auch einmal komplett neu gedämmt. Wir haben Dreifachverglasung, Fenster, klar. Wir haben überall Fußbodenheizung reingebaut, alle Heizkörper raus, Wärmepumpe und dann die Fußbodenheizung. Ja, und haben damit quasi ein energieeffizientes Haus geschaffen. Habt ihr auch PV auf dem Dach? Noch nicht tatsächlich, aber ist in Planung. Wir haben uns nämlich jetzt auch ein E-Auto gekauft mit einer Wallbox und da ist das natürlich unumgänglich, sag ich mal. Ja. Wir haben ein Balkonkraftwerk uns gekauft, um damit schon mal ein bisschen was abzudecken, aber PV kommt auf alle Fälle als nächstes aufs Dach. Ja, und da gehen wir jetzt mal gleich in euer schönes Bad weiter gucken. Dann geh doch gerne mal vor. So, okay. Und hier ist jetzt das meiste, bis auf ein paar Details, sehr hell, fällt mir immer sofort auf. Also wir wollten auf alle Fälle eine Wand drin haben, um Dusche und Toilette zu trennen. Freistehende Badewanne war uns auch ganz wichtig. Fliesen waren wir uns wirklich nicht sicher, was wollen wir. Und wir haben uns jetzt tatsächlich im ganzen Haus für eine und dieselbe Fliese entschieden, weil wir uns einfach nicht entscheiden konnten. Also diese großen. Ja, genau. Also wir haben verschiedene Formate von den Fliesen uns ausgesucht. Auch hier mit dem Fischgrät. Und das ist aber die gleiche Fliese? Genau, die gleiche Fliese. Das fällt so nämlich gar nicht so auf. Ja, genau. Ach, sehr interessant. Ist eine und die gleiche Fliese oder derselbe Hersteller, nur halt verschiedene Größen, genau. So, und dann haben wir gerade gesagt, ihr habt eine Teewand. Das heißt, vielleicht magst du da mal ein bisschen uns mitnehmen. Ja. Da ist praktisch hinter einem Eck vom Tee ist eure schöne große Dusche. Genau. Ja. Wir haben uns für eine bodentiefe Dusche entschieden. Es ist halt einfach rein rauslaufen. Man kann, das Wasser läuft schön ab, man kann schön sauber machen, man hat keine Rinne oder irgendwas. Die Duschrinne haben wir auch integriert, also die ist mit eingefliest und kleine Nische für Shampoo, Duschgel, also alles, was man braucht. Und man muss kein Glas abziehen, das ist auch mal ganz geschickt. Genau. Ja, und bei der anderen Seite haben wir dann Toilette, einfach versteckt, dass man auch in Ruhe auf stille Örtchen gehen kann. Und mit Ausblick aus dem Fenster. Ja, genau. Wir haben echt einen schönen Ausblick hier, wenn wir im Badezimmer und der Badewanne liegen. Und jetzt haben wir hier eine ganz spannende Handtuchhalterlösung, wie ich finde. Das habe ich jetzt so noch nie gesehen. Erzähl mal, wie bist du da drauf gekommen? Das haben wir tatsächlich auch bei Instagram gesehen und fanden das recht schön. Also man hat nicht eine Leiter hier rumstehen oder irgendwelche Haken an den Wänden. Und dann haben wir hier noch euren Waschtisch. Ja. Das ist jetzt ein verhältnismäßig breites Becken. Ja. Aber ihr hättet euch ja auch für 2 Becken entscheiden können. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Also wir putzen immer zusammen Zähne und dann wollten wir einfach nur ein Waschbecken haben, genau. Und 2 Waschbecken, wollten wir einfach nicht. Wir haben bis jetzt immer nur 1 gebraucht und das hat uns auch noch nie gefehlt. Ja. Genau, und dann haben wir uns für das entschieden. Den Schrank haben wir auch selber gebaut. Also die Fronten, die ziehen sich auch bei uns im Haus relativ oft durch. Und wir haben, das ist natürlich das Highlight von dem Waschbecken, wir haben hier einen Wäscheabwurf integriert. Wie geschickt. Ja, wie geschickt. Also hier ist das selbst gebaut und dadurch gab es natürlich jetzt keinen Schrank, den wir im Internet kaufen konnten. Deswegen mussten wir einen maßgeschneidert nehmen und wir haben es selber gemacht. Wie alles andere halt auch selber gemacht, wenn man schon drin ist. Gell? Ja. Das heißt, der geht dann und unten ist dann eure Waschküche im Keller dann ganz Genau, im Keller und der geht quasi durchs Schlafzimmer durch und dort haben wir auch nochmal einen Abwurf. Ah, da gucken wir auch nochmal gleich rein. So, und jetzt haben wir nämlich gesagt, ihr putzt hier immer zu zweit gleichzeitig die Zähne. Ihr braucht auch nicht so viel Platz hier, denn es gibt ja noch ein zweites Bad, was dann später auch mal vom Kind dann auch alleine genutzt werden kann. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns als nächstes mal das untere Stockwerk an. Ja. Super.
Ja, genau. Also hier ist noch ein Abstellraum drin, einfach um Konserven, Lebensmittel und andere Sachen abzustellen. Ja, genau. Und hohe Türen sieht man eben hier Ja. auch, ne? Dass ihr, da habt ihr auch nochmal so ein Highlight, glaube ich, mitgesetzt. Ja, genau. Aber das sehen wir unten noch mal besser. Da können wir jetzt gleich als nächstes gucken. Gucken wir uns das unten an. Ja. Perfekt. So, Anne, wo wir hier gerade auf diesen Schrank zulaufen, weil wir es ja gerade von den Fronten hatten, die sich hier durchziehen, erkenne ich hier auch wieder. Ja, genau. Also wir haben hier wieder die gleichen Fronten wie im Bad. Im Schlafzimmer haben wir auch die gleichen Fronten. Da werden wir gleich noch mal schauen. Und wo wir hier schon stehen, jetzt hatten wir gerade diesen tollen Handtuchhalter. Das sieht ja ähnlich aus. Gehört das auch zusammen? Genau, das gehört auch zusammen. Also eine und dieselbe Firma, Marke. Ja, genau. Und haben wir uns dafür entschieden, das hier auch zu verbauen. Schön. Dann haben wir unten ja, als nächstes Zimmer Gästebad, ein Kinderbad. Ja, ich glaube, beides stimmt. Und du hattest gerade die Türen, hatten wir schon mal angesprochen. Ja. Nimm uns mal mit. Was steckt da dahinter? Ja, wir haben uns für deckenhohe Türen entschieden, weil wir die Zarge dann, ja, bei der Zarge hat man sonst wieder einen Staubfänger. Ja. Und das wurde direkt in die Wand integriert. Es gibt tatsächlich auch schon welche, wo die Zarge gar nicht sichtbar ist. Aber es war schon schwierig, dadurch, dass das wirklich alles aus dem Altbestand raus gemacht werden musste oder vergrößert werden musste, war das jetzt quasi die optimale Lösung. Hier sind wir ja im Erdgeschoss, das heißt, hier würde man ebenerdig reinkommen. Und das war, glaube ich, auch nochmal so ein Gedanke, der euch hier auch nochmal bei euch mitgespielt hat, um da auch für die Zukunft so ein bisschen mitzuplanen. Ne? Genau, also dadurch, dass es hier unten eine eigene Wohnung war, ist eigentlich hier schon alles vorgesehen. Bad haben wir neue Anschlüsse, alles gemacht und Toilette alles neu, aber hier ist tatsächlich schon ein Raum, wo eine Küche integriert werden könnte, um einfach an später zu denken oder auch die Barrierefreiheit zu haben. Gerade für später, ich sag mal, wenn die Kinder größer sind und wollen vielleicht mal weggehen und du willst auch weggehen, dann ist es schon schöner, 2 Bäder zu haben. Ja. Wir nutzen das Klein tatsächlich oft auch als Trickschleuse, wenn wir von draußen reinkommen oder dann gehen wir hier duschen und waschen uns hier die Hände, dann brauchen wir das nicht alles oben machen. Super. Ja, klasse. Gut, und als nächstes habt ihr ums Eck jetzt euer Schlafzimmer. Na, dann zeig doch mal, wie es da weitergeht. Okay, da laufen wir jetzt natürlich direkt auf die nächsten Fronten zu. Genau. Die habe ich noch gut in Erinnerung. Ja. Das ist ein Einbauschrank. Ja, also den haben wir tatsächlich selber gebaut oder wieder mein Mann. Ich kam vielleicht mit der Idee und er hat ihn umgesetzt. Wir hatten hier tatsächlich die Möglichkeit für ein großes Ankleidezimmer oder für überhaupt ein Ankleidezimmer, was natürlich auch schön ist, aber wir haben uns dann eher für das kleine Bad entschieden. Daher kam für uns eigentlich nur in Frage ein Einbauschrank. Anfangs hatten wir ihn noch offen. Das war aber sehr staubig und dann haben wir gedacht, nee, wir wollen das schon zuhaben. Und da haben wir uns für die Lösung entschieden, haben die Türen relativ deckenhoch gemacht, oben noch eine Abschlussleiste, dass es wirklich aussieht wie ein deckenhoher Einbauschrank. Ja. Und klar, man kann es vom Schreiner machen lassen, aber wenn man neu baut, ist es halt auch eine Preisfrage. Wir haben schon viel vom Schreiner machen lassen. Deswegen haben wir uns da wirklich für ein DIY-Projekt entschieden. Wir haben uns für grifflos entschieden. Ja, wie du schon sagtest, weil es optisch einfach besser ist. Und bei uns gehen die Türen einfach unten auf. Wir treten einmal kurz davor und dann gehen sie auf und wieder zu. Ich kann aber morgens sonst auch noch ein bisschen Wut ablassen. Genau. Sehr schön. Ja, okay, das ist sehr, sehr schön gelöst. Und hier hattet ihr ja schon gesagt, oben dieser Wäscheschacht, der geht ja auch noch mal vorbei. Ja. Das darfst du uns auch noch mal kurz zeigen. Ja. Das versteckt sich hier nämlich. Genau, also das Gute ist, dass das Bad direkt drüber ist und der Keller oder unsere Waschküche direkt unten drunter. Das heißt, wir haben hier nochmal einen Einwurf und haben uns hier auch nochmal für einen Wäscheschachteinwurf entschieden. Und wo natürlich auch immer viel Wäsche entsteht, ist ja im Kinderzimmer. Ne? Ja. Das wissen wir ja alle. Alle Eltern wissen das. Und das ist praktischerweise nebenan. Ja. Dann lass uns doch mal das Kinderzimmer anschauen. Ja. Ist auch schön groß. Ja. Sehr gut. Ja. Wie klein ist euer Sohn? Der wird jetzt 3. Er wird 3. Ja. Das heißt, Treppe laufen und so weiter, das läuft schon Ja, soweit das selber. läuft Und da geht dann hier schon selbstständig runterspielen wahrscheinlich, oder? Genau. Wir haben uns auch im unteren oder im Schlafräumen für weiße Fenster entschieden. Genau, das fällt auf. Ja, genau. Einfach, weil die Räume hier unten relativ dunkel aussehen. Wir sind hier quasi ein bisschen in einem Loch, dass hier ein bisschen mehr Freundlichkeit, ein bisschen Helle reinkommt, weil mit dunklen Fenstern haben wir gedacht, das könnte vielleicht dann ein bisschen
zu dunkel werden. Ja, die Fensterbretter sind wenigstens die dunkel geblieben. Ja, genau. Da sind wir dann wieder beim Konzept. Genau, ja. Ja, super. Ja. Ja, und ihr habt jetzt das Elternschlafzimmer und das Kinderzimmer nebeneinander. Ihr habt aber auch schon wieder hier für, sag ich mal, Zwischenkonzept, jetzt wenn die Treppen noch gehen und Kind ein bisschen älter wird, habt ihr euch auch nochmal die Idee, ihr habt nämlich ganz oben das Dach auch nochmal ausgebaut, könntet da eventuell dann auch mal hochziehen, wenn so in der Jugend-Teenager-Phase die Musik lauter wird oder der Freundesbesuch häufiger wird. Ja. Da gucken wir uns gleich auch nochmal das Ergebnis an. Ja. So, dann lass uns doch mal den Weg nach oben antreten. Hier seitlich, Anne, da habt ihr nochmal einen Raum. Genau, es ist nochmal ein Gästezimmer, eventuell zweites Kinderzimmer oder aktuell noch Abstellraum, aber ja. Super, Genau. den lassen wir zu. Ja. Genau. Und jetzt, bevor wir hochgehen, da geht es ja hier noch ein bisschen weiter zum Thema Keller. Wir haben ja gehört, irgendwo gibt es einen Keller, denn da kommt die Wäsche an. Und da würde man jetzt aber hier nicht auf die Idee kommen und man sieht auch gar nichts. Ja, wir haben uns hier tatsächlich für eine versteckte Tür entschieden. Man denkt es kaum, aber hier dahinter ist tatsächlich eine Tür, die in den Keller führt. Genau. Haben das Ganze mit Akustikpanelen verkleidet. Dadurch konnten wir auch schön den Cut machen von der Tür. Und für viele unsichtbar. Nee, also ich habe mich auch wirklich, man sieht es nicht und da, wo man es sehen könnte, da ist dieser Stoß davor oben. Das heißt, man sieht es wirklich nicht und das finde ich wirklich schön gelöst. Es sieht einfach aus, ein bisschen eigentlich wie eine Garderobe nochmal oder sowas, könnte man denken. Ja, genau. Also echt cool. Und der Keller, da hast du schon verraten, der ist noch im Originalzustand sozusagen. Also der ist, sieht man noch, würde man noch sehen, die alte Bausubstanz von ganz früher. Ja. Also Keller ist tatsächlich noch das einzigste Teil im Haus, der unangerührt ist. Irgendwann werden wir den auch mal machen, mal Boden neu machen, mal die Wände. Aber aktuell sind wir einfach froh, dass wir drin wohnen. Keine Priorität. Ja. Ja, bevor wir jetzt hier vorbeilaufen, Anne, das ist natürlich etwas, was absolut ins Auge sticht. Ja. Riesengroße Festverglasung, wunderschön fürs Licht, aber ich glaube für die Nerven beim Einbau teilweise nicht ohne, oder? Ja, nee, nicht ohne. Also klar musste auch vorgesorgt werden, wieder um die großen Fenster hier einzubauen mit Stahlträgern, aber wir haben das alles möglich gemacht und jetzt haben wir die Fenster. Es ist natürlich auch immer eine Frage, wie putzt ihr die oder ja. Wir haben uns tatsächlich einen großen Teleskopstab gekauft und putzen die. Damit ist es machbar. Also da braucht man keine Angst vor haben. Und ich finde, es sieht einfach, ja, es macht halt nochmal viel Licht auch rein. Auch gerade in den dunklen Flur, sage ich mal, oder auch in das Obergeschoss in den Flur, ja. Also es bringt wirklich sehr, sehr viel Licht. Absolut. Und ihr habt es nämlich, wenn wir gerade noch mal weitergehen, ihr habt es ja oben auch. Ja. Und die sind ja, ist das noch größer oder ist das klein? Nee, ist es sogar kleiner? Sieht nur so aus, aber beide genau die gleiche Größe. Okay. Also dass es von außen optisch halt auch gleich aussieht, haben wir uns wirklich für 2 identisch große Fenster entschieden. Hier könnte man tatsächlich auch noch mal Kissen drauflegen, um das als Sitzfenster zu nehmen. Deswegen haben wir uns dann für eine große Fensterbank entschieden. Das Ganze steht auch ein bisschen raus aus dem Haus, deswegen ist hier noch mal diese Sitzmöglichkeit gegeben. Und hier habt ihr auch eine Verschattungsmöglichkeit. Habt ihr die nur hier oder unten auch? Überall. Also wir haben überall Lamellen drin. Einfach, man merkt es ja heute, wie warm es hier ist. Und das ist dann schon viel wert oder auch gerade abends. Okay, wow, das ist auch nochmal echt groß. Ja. Ahnt man auch nicht. Nee. Wenn man selbst da unten steht, man ahnt es nicht. Nee. Ausgebautes Dach, Ja. der auch selber gemacht. Ja, also uns war wichtig, dass man den Raum hier oben auch nutzen kann, weil wir haben uns tatsächlich überlegt, später vielleicht einfach selber hier oben mal einzuziehen mit unserem Schlafzimmer, um quasi unten das als Kinderwohnung zu lassen und das hier oben für uns zu nutzen. Deswegen wollten wir halt gern, dass man hier oben auch stehen kann. Und dadurch, dass wir alles neu geplant haben, haben wir gedacht, okay, das Dach gleich so machen, dass es wirklich von der Stehhöhe okay ist. Ja, absolut. Ja, ne? genau. Wir nutzen das hier oben als Büro, als Homeoffice. Bisschen Sport, bisschen Spielen, also So ein bisschen Hobbyraum. Ja, und Hobbyraum, und genau. Arbeiten. Und hier sieht man auch noch mal, finde ich, weil ihr habt jetzt ja im Grunde nur 2 Dachfenster, wie wahnsinnig viel das Licht auch noch mal vom Flur hier oder vom Hausflur, von der Treppe. Ja, das wirft sehr viel Licht hier rein und auch
das Offene zum Wohnzimmer hin, das ist natürlich auch nochmal eine gute Lichtquelle für hier oben. Kann man auch mal schließen. Vielleicht noch mal dahin gehen. Ja. Dass man das auch noch mal besser sieht und sich vorstellen kann. Also hier haben wir wieder übrigens das berühmte Glas, was wir auch schon gerade beim Balkon gesehen haben und auch beim Geländer vom Treppenhaus. Genau, da kann man dann nicht stehen. Genau. Und hier ist praktisch jetzt der Blick runter zum Wohnzimmer. Auch gar nicht so schlecht, wenn Mama ein bisschen Blick hat, was da unten so kindermäßig gespielt wird, oder? Ja, ich finde es auch schön. Also gerade hier oben mache ich auch manchmal Wäsche oder so. Ein kleines Spiel unten ist dann auch schön, wenn man das mal beobachten kann. Und ist auch nochmal alles offen. Also man kann überall hingucken, das ist uns auch wichtig. Man könnte es auch wieder verschließen. Wenn man wirklich das hier oben als Schlafraum nutzen wollte, könnte man sagen, wir machen das hier wieder zu. Es ist ja unterm Dach bekanntermaßen immer so ein Thema mit der Temperatur. Es ist warm, man merkt es auch jetzt. Was habt ihr da irgendwie vielleicht eine Lösung geplant? Ja, also unsere Wärmepumpe kann tatsächlich auch kühlen. Das heißt, man kann nicht nur die Räume warm machen, sondern wir können sie auch im Sommer abkühlen. Das ist halt eine schöne Lösung, wenn wir hier alles zumachen, dass wir den Raum runterkühlen. Ja, liebe Hausbauhelden, ich finde, diese Roomtour hat mal wieder gezeigt, dass Mut zur Eigenleistung wirklich auch dazu führen kann, dass man selbst aus einem Erbstück bei einer Sanierung sein ganz persönliches Traumhaus zaubern kann. Wenn ihr noch mehr zu diesem Objekt hier wissen wollt, dann packen wir euch wie immer einen Link zu unserer Hausdatenbank in die Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und wenn ihr uns eine besonders große Freude machen wollt, dann aktiviert noch die Glocke, dann verpasst ihr auch keins unserer Videos mehr.